Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Asus VivoBook S13 und zwar ein S330U. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die allgemeine Gerätebezeichnung findet ihr, wie ihr hier sehen könnt, neben dem Touchpad. Die ganz exakte Modellbezeichnung findet ihr dann auf der Rückseite S330U. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar einen PH0. Ja, und dieses Gerät hat ganze 4 verschiedene Schraubenlängen. Die beiden äußeren hier sind die beiden langen. Dann haben wir hier eine in der Mitte. Dann diese 4 kommen von hier. Und ganz zum Schluss noch die unteren 4 sind die ganz kurzen hier. Ja, da würde ich jetzt auch einfach darauf achten, die unterschiedlich zu lagern und sich zu merken, wo die herkommen. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass diese kleine silberne Brücke nach hinten weggeschoben wird und dann kann man den Stecker einfach nach oben abziehen. Ich zeige euch das jetzt hier auch nochmal von nahem. Da kann man die silberne Brücke sehen, die ziehe ich jetzt so ein bisschen nach hinten hinweg. Und dann kann man den Stecker einfach links und rechts ein bisschen hochlupfen und so vom Mainboard lösen. Um den Akku dann zu tauschen, muss man die folgenden Schrauben rausnehmen, die auch alle mit so einem kleinen Pfeil markiert sind. Eine davon ist auch hier unter dem Klebeband. Das muss man dann ein bisschen wegziehen. Und
Und auch ja, all die anderen Klebebänder müssen auch abgezogen werden. Da laufen dann auch teilweise die Kabel unten drunter, wie hier jetzt vom WLAN-Modul zum Beispiel. Und ja, die muss man aus der Führung rausnehmen und auch beim Wiedereinbau sorgfältig wieder einfädeln, dass die da nicht einfach an einer bestimmten Stelle da einen Bruch bekommen. Aber ansonsten auch hier alles ziemlich easy zu machen. Ich löse die Schrauben und Klebebänder jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und dann könnt ihr sehen, dass man den Akku einfach nur noch nach oben hin abnimmt und durch einen neuen ersetzt. So, was sehen wir noch? Wir sehen, dass es in diesem Gerät keinen RAM-Slot gibt. Das ist in dem Fall so, dass der auf die Platine aufgelötet ist. Das heißt, man kann den nicht tauschen und auch nicht erweitern. Dann sehen wir hier oben den Lüfter und den Heatsink. Und auf manchen Mainboards wäre jetzt hier noch ein Grafikchip. Das ist jetzt hier nicht so. Und hier die CPU. Hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein. Dann kommt da die Schraube wieder rein und fertig. Hier unter dem Akku können wir noch sehen, dass das Touchpad auch einzeln tauschbar ist. Dafür muss man diese 3 Schrauben hier oben lösen und auch die Kabel. Die sind jetzt hier an einem Kippstecker, also so eine kleine Mechanik, wo man erst den Stecker nach oben ziehen muss. Man greift mal leicht runter, klappt den hoch und dann kann man das Kabel rausziehen. Ich zeige das hier kurz. Und dann muss man eigentlich nur beim Wiederverbinden darauf achten, das Kabel bis zu dieser schwarzen Linie in den Stecker wieder reinzuschieben, bevor man dann den Kippschalter einfach wieder umlegt. So, um den Lüfter zu tauschen, muss man eigentlich nur 3 Schrauben rausdrehen, wobei die eine hier unten bereits durch das Gehäuse gehalten wurde, das heißt schon gelöst ist. Damit bleiben nur noch diese 2. Die ist hier unter so einem kleinen Klebeband versteckt. Und genau da ist auch das Kabel, was auch noch gelöst werden muss. Die Kabel hier sind sehr, sehr dünn, da würde ich also nicht direkt dran ziehen. Da muss man versuchen, den Stecker direkt zu greifen. Und ja, das ist hier sehr, sehr fummelig. Da nehme ich mir einfach mal eine Hilfe und probiere den nach oben zu drücken. Entweder mit einem Gegenstand oder auch Fingernägel und ja, einfach alles, was man da so zur Hand hat. Ja, und wenn man das dann geschafft hat, braucht man nur noch die 2 Schrauben rauszudrehen. Das mache ich ja auch schnell. Und dann muss man diese Kabel, die hier vom Lautsprecher kommen, aus der Führung herausnehmen und kann den Lüfter dann einfach nach oben hin, leicht nach hinten rausziehen. Beim Wiedereinbau hilft es, wenn man den Kühlkörper so ganz leicht nach oben zieht, dann kann man den neuen Lüfter einfach besser drunter schieben und wieder in die Position bringen. Und dann einfach, so wie er war, wieder rein, die Kabel in die Führung einfädeln, dass da kein Bruch bekommt. Und dann ja, schraubt man das einfach wieder zu. Und dann auf keinen Fall das Kabel vergessen, ganz wichtig. Der Stecker muss auch wieder mit dem Mainboard verbunden werden. Und ja, dann hat man den auch schon getauscht. Gut, bevor wir das Gerät jetzt wieder schließen, bauen wir natürlich den Akku wieder ein. Auch da wieder in die Führung einlegen, bis man die Löcher von den Schrauben
sehen kann. Und hier auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, die Kabel wieder sorgsam in die Führung rein zu friemeln. Und dann ja natürlich noch alles wieder sorgsam verschrauben. Und am Ende auch nicht vergessen, den Stecker wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Der wird einfach wieder drauf gedrückt, dann kommt die silberne Brücke wieder nach unten. Und zwar so, dass sie wirklich auf dem Stecker drauf sitzt und ihn nach unten festhält. Und ja, dann können wir das Gerät eigentlich auch schon wieder zumachen. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.